Das Problem fängt eigentlich erst richtig an, wenn man auf so einem Tisch wirklich schweißen möchte. Ich habe die Tage mehr durch Zufall gesehen, es gibt bei Parkside plötzlich Schweißtische. Gleich zwei verschiedene Versionen. Der hier kostet 109 Euro und das ist natürlich eine schöne Lösung für alle, die sich ein Schweißgerät gekauft haben und jetzt überlegen, wo schweiße ich überhaupt? Auf der normalen Holzwerkbank, das geht natürlich nicht. Sich jetzt gleich noch einen Schweißtisch kaufen, so einen wie ich habe, so einen schönen Bausatz, ist für viele natürlich auch zu teuer. Dann hat man noch die Option, sich was selber zu bauen und wenn man das aber auch nicht möchte, dann ist natürlich so ein Parkside-Schweißtisch für einen kleinen Taler eine schöne Sache. Der klappbare Tisch kostet 69,99 Euro. Den gibt es aber von vielen Anbietern zu einem sehr, sehr ähnlichen Preis. Finde ich nicht so interessant. Aber diesen mobilen Schweißtisch, den finde ich gar nicht mal schlecht. Also sieht optisch nicht verkehrt aus. Den gibt es auch von dem einen oder anderen Hersteller sehr ähnlich. Da ist er aber meistens um einiges teurer. Für 109 Euro habe ich den in der Form nicht gefunden. Da habe ich gedacht, von wegen, den probieren wir mal aus. Habe mir den bestellt, bin tierisch neugierig, was mich da erwartet. Kann man da drauf vernünftig schweißen? Kann man da drauf vernünftig arbeiten? Dann will ich den Bausatz mal auspacken. Es gibt immer keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Wenn wir das jetzt hier auspacken und öffnen, dann sieht es auf den ersten Blick erstmal gar nicht so verkehrt aus. So eine richtig schöne Platte oben, die hat eine Verzinkung. Ob sich eine Verzinkung natürlich zum Schweißen eignet, ist eine ganz andere Sache. Alle anderen Bauteile sind lackiert, die Füße in schwarz, der Rest in grün. Sieht alles optisch gut aus. Wenn wir uns die Platte an sich angucken, dann haben wir auf der Rückseite Verstrebungen, dann haben wir die Kanten verschweißt. Diese Verschweißung der Kanten könnte so ein bisschen ordentlicher sein, aber ich sage so im Großen und Ganzen sieht das nicht verkehrt aus. Zu diesem Schweißtisch gehören auch 4 Magneten in unterschiedlichen Größen. Das ist, denke ich mal, auch so ein Wert von 10, 15 Euro. Ist auch nicht verkehrt. Und man hat die 4 Rollen, damit der Tisch mobil ist, damit man den verfahren kann. Diese Rollen sehen von der Qualität her wirklich sehr gut aus. Also sehen aus, als wenn die wirklich von einem höherwertigen Bauteil sind. Muss ich wirklich, da habe ich ein bisschen gestaunt. Ansonsten alles ordentlich lackiert. Ich habe hier keine Macken, keine Stellen dran. Materialstärke können wir jetzt auch überprüfen und das sind 1,6 mm. Ist also wirklich an allen Bauteilen so. Ich hätte wenigstens gedacht, dass die Tischplatte ein bisschen stärker ist, dass die vielleicht 3 mm stark ist, aber es ist wirklich auch nur 1,6 mm. Und das ist natürlich ein Hauch von nichts und da stellt man sich natürlich die Frage, eine verzinkte Platte so dünn, ist das zum Schweißen geeignet? Dass man hier jetzt keine Richtplatte oder dergleichen bekommt, sollte jedem klar sein. Das sollte eigentlich logisch sein, gerade für den Preis bei dem Gewicht. Aber 1,6 mm mit 2 so kleinen Verstrebungen mit 3, 4 Punkten geheftet ist doch arg wenig. Die Montage ist hier im Prinzip kein Hexenwerk. Da ist eine vernünftige Anleitung dabei, sieht man genau, wo welche Schraube hinkommt. Viele selbstsichernde Muttern dabei, dass sich hier auch nicht wieder irgendwas löst. Ich habe angefangen, habe die 4 Füße montiert in die Tischplatte rein. Die wird einfach seitlich verschraubt, das Ganze ein bisschen ausrichten. Jetzt wollte ich so vorgehen, dass ich als nächstes den Boden einsetze. Dafür habe ich die mitgelieferten Magneten gleich mal ausprobiert, habe die rangesetzt, habe dann die Bodenplatte eingesetzt und diese Magneten haben die tatsächlich nicht gehalten, also sind einfach runtergerutscht. Das wollte ich natürlich noch mal ein bisschen genauer wissen. Ich habe dann meine verwendeten oder normal verwendeten Magneten genommen. Das ist einmal hier so ein roter Magnet, den habe ich vor 10, 12 Jahren bei Amazon bestellt. Und ich habe einen schaltbaren Magneten. Die beiden habe ich verwendet und die beiden haben diese Zwischenplatte komplett gehalten. Also wirklich überhaupt kein Problem. Das heißt, Magnet ist auch nicht gleich Magnet. Da gibt es riesengroße Unterschiede in der Haltekraft, riesengroße Unterschiede in der Qualität. Das heißt, von den Magneten, auch wenn sie sehr groß und massiv aussehen, bin ich dann im ersten Moment schon so ein bisschen enttäuscht. Aber an sich, von wegen, der Tisch lässt sich sehr gut montieren. Als nächstes habe ich die Rollen oben angeschraubt. Auch hierfür sind Schraubenmuttern mitgeliefert. Rollen, wie gesagt, haben eine sehr, sehr gute Qualität, machen einen sehr, sehr guten Eindruck. Und dann hat man den Tisch bis auf die Anbauteile im Prinzip schon fertig. Das ist dann so der alltägliche Wahnsinn. Das heißt, die Schraube hat eine 12er Schlüsselweite. Früher, wenn man M8 in der Hand hatte, wusste man gleich, okay, 13er Schlüsselweite. Hier haben wir jetzt eine 12er und die Mutter, die hat dann wieder eine 13er Schlüsselweite. Das heißt, Normenausschuss hat das vor
15, 16 Jahren mal geändert, hat gesagt von wegen so, M8 hat jetzt 12er Schlüsselweite, andere Schrauben wurden da auch geändert oder andere Schlüsselweiten. Das hat sich aber nie richtig durchgesetzt und jetzt gibt es so einen Mischmasch. Also, und jetzt muss man halt immer gucken, muss man immer ausprobieren. Ich sehe das so optisch nicht, ob das hier ein großer Unterschied ist. Ich muss das immer ausprobieren. Früher habe ich ganz normal gesehen, M8, das erkennt man eigentlich relativ gut. Habe ich gesagt, jawohl, 13er Schlüssel. Heute muss man so einen Blödsinn immer erst ausprobieren. Und der Hammer ist dann, wenn ein Bausatz dann hier zwei verschiedene Schlüsselweiten hat. Vielleicht habe ich hier auch noch eine dritte, andere Schlüsselweite. Ich weiß es nicht. Naja, gut. Kein Problem, aber es nervt. Alle Schrauben nochmal vernünftig festziehen und dann ist der Tisch im Prinzip von der Grundkonstruktion schon fertig. Können wir uns angucken, sieht optisch gut aus, macht auch so qualitativ erstmal alles einen guten Eindruck. Soll angeblich 300 Kilo aushalten, das kann ich jetzt schlecht ausprobieren. Ich kann aber ausprobieren, ob es 100 Kilo aushält. Das geht also wirklich problemlos. Hat auch eine sehr, sehr gute Standsicherheit. Das heißt, man kann auch an den Seiten drücken, man kann hier überall ein bisschen drücken, da bewegt sich nichts. Rollen machen guten Eindruck, Rollen funktionieren gut. Also die Rollen sind qualitativ auf einem anderen Niveau als der ganze Tisch. Aber ansonsten sieht das hier wirklich alles schon mal gar nicht verkehrt aus. Ich habe hier kleine Stellen an der Verzinkung. Das heißt, da wurde damals dann mal geschweißt. Das sind einfach nur die Hefter von den Winkeln darunter. Aber ist im Prinzip auch kein Problem. Der Aufkleber nervt hier ein bisschen. Hätte man auf die andere Seite tun sollen. Den werde ich später mit dem Heißluftföhn ein bisschen warm machen. Und dann kriege ich den auch ab, damit das optisch gut aussieht. Jetzt habe ich mich ein paar Mal da drauf gesetzt, bin da ein bisschen mit rumgeturnt. Im Prinzip ist der Tisch so fertig. Der kriegt noch zwei Anbauteile. Seitlich einmal ein Anbauteil, wo wir Hammer und dergleichen festhalten können, wo wir einen Hammer draufhängen können, reinhängen können. Und auf der anderen Seite eine Konsole, wo hinterher das Schweißgerät draufkommt. Wird auch einfach angeschraubt, macht qualitativ auch einen guten Eindruck. Sind nochmal 5 Minuten. Dann hat man ungefähr halbe, dreiviertel Stunde gebraucht. Dann hat man diesen Schweißtisch problemlos montiert. Macht Spaß, damit so ein bisschen rumspielen. Und dann können wir loslegen, ob man damit vernünftig arbeiten kann. Eine der wichtigsten Fragen ist natürlich immer, wie gerade ist denn so ein Schweißtisch? Dafür habe ich hier mal ein schönes Richtscheit und natürlich ist so eine Blechkonstruktion nie hundertprozentig gerade. Das sieht man hier auch dran. Das heißt, ich habe immer den mittleren Bereich. Ich habe hier einfach mal die MAC-Werkstattkarte für das Lidl Multischweißgerät genommen und dann kann man die hier immer richtig schön unterschieben. Man sieht es optisch schon so ein bisschen, dass man da ungefähr so einen Millimeter Luftspalt hat. Also die Karte ist aus einer relativ dicken Pappe, hat dann noch so eine Folierung drauf und da kommt man hier überall problemlos drunter. Egal von welcher Seite man das Richtscheit hinpackt. Also in der Mitte hat das Ganze immer so eine leichte Beule. Aber ich sage mal so, wer sich so eine Blechkonstruktion für 100 € kauft, der kann nicht erwarten, dass man hier einen gefrästen Tisch hat. Das wird niemals so genau sein. Dafür müssten darunter deutlich mehr Winkel oder Verstrebungen sein. Was man an so einem Tisch aber sehr schön machen kann, man kann hier Bauteile ausrichten. Das heißt, ich habe hier 16er Bohrungen, da kann ich 16er Schrauben nehmen oder es gibt halt auch solche Bolzen. Diese Bolzen kann man sich sehr günstig kaufen, kann ich hier unter gerne auch nochmal verlinken. So kann ich hier Bauteile richtig schön positionieren. Also man kann die Bolzen nehmen oder halt eine ganz normale 16er Schraube. Ich nehme immer gerne die sind glaube ich ab Größe Länge 65, die haben dann oben so einen Schaft und so kann man hier schön was miteinander ausrichten. Im 90-Grad-Winkel, im 45-Grad-Winkel, hat eine hohe Wiederholgenauigkeit, hat Anschläge für Rahmen. Das geht wirklich mit so einem Tisch auch richtig gut. Problematisch wird es jetzt halt nur, wenn ich hier irgendwas spannen will. Es gibt diese schönen Schraubzwingen, die haben halt auch einen 16er Dorn. Wenn ich da ein bisschen drücke, dann drücke ich mehr das Blech weg, als dass ich das Material da in irgendeiner Form richtig spanne. Sieht man, wie krumm hinten die Schraubzwinge wird und da ist immer noch keine richtige Spannung auf dem Bauteil drauf. Also das ist nicht ideal. Wenn man da ein bisschen mehr drückt, dann verdrückt man den Tisch an diesen Bohrungen auch gleich richtig. Dafür ist der Tisch auch halt wieder nicht geeignet. Spannen ist eine elementare Sache. Das heißt, wenn wir schweißen, verzieht unser Material und Spannen ist halt so eine Sache, dass wir es in Position halten, dass die Wärme abfließen kann und nicht in Verformungsenergie umgeht. Darum Spannen für einen Schweißtisch natürlich eine wichtige Sache. Das funktioniert hier
sehr schlecht. Da ist der Tisch halt von der Tischplatte viel, viel zu dünn. Auch das Spannen mit der Schraubzwinge ist hier nicht wirklich möglich. Das heißt, ich kann hier von der Seite und von unten so einen kleinen Bereich abdecken. Das war es aber im Prinzip schon. Da gibt es also deutlich bessere Möglichkeiten. Im Vergleich dazu mein 50€ Schweißtisch. Hier habe ich die Möglichkeit, so eine ganz normale Schweißtisch-Schraubzwinge zu nutzen, kann hier vernünftig spannen, ausrichten, positionieren, kann aber auch eine normale Schraubzwinge nehmen und kann hier in diese Zwischenräume gehen und kann damit vernünftig spannen. Aber das Wichtigste an so einem Schweißtisch ist jetzt natürlich, dass man an dem Tisch auch vernünftig schweißen kann. Dafür habe ich verschiedene kleine Schweißaufgaben erledigt. Im Vorfeld habe ich den Tisch mit Schutzspray, mit Schweißtrennspray eingesprüht, damit man entstehende Spritzer hinterher wieder deutlich besser wegkriegt. Das kann man wirklich nur empfehlen bei jedem Schweißtisch, aber natürlich bei so einem beschichteten Schweißtisch umso mehr. Ich habe jetzt hier nichts Besonderes geschweißt, kleine schöne Schweißaufgaben. Das ist zum Beispiel ein 2 mm Vierkantrohr mit einer 4 mm Platte. Das Ganze geschweißt in 2 Lagen, immer auch noch so seitlich gedreht, dass nicht zu viel Wärme in den Tisch reingeht. Und ich habe es ja vorhin am Anfang schon mal ganz kurz gezeigt, der Tisch hat einfach nicht genug Stabilität. Wenn man hier anfängt zu schweißen und die Wärme in die Tischplatte reingeht, dann kann ich euch ganz genau zeigen, was dann hier passiert. Und das ist natürlich absolut erschreckend. Das heißt, der Tisch zieht wirklich weg. Der ist einmal nach unten weggezogen, kommt dann immer wieder leicht zurück und ist teilweise aber auch nach oben weggezogen. Also da ist wirklich nicht extrem viel Wärme. Wenn er dann abkühlt, kommt er meistens wieder einigermaßen zurück, bleibt aber nicht mehr so gerade, wie er vorher hat. Und das ist natürlich problematisch. Das heißt, so wie man hier Wärme in den Tisch reinpumpt, ist er dafür eigentlich nicht geeignet. Und wie gesagt, das ist ein 2 mm Vierkantrohr. Das ist jetzt hier ganz normal eine 4 mm Platte. Das ist ein 3 mm Winkelstahl, eine kleine Kehlnaht reingelegt. Alles wirklich nichts Besonderes. Nächste große Problem ist halt die Verzinkung. Die schmilzt man auf und die hat man da in der Luft drin und das atmet man natürlich ein. Extrem gefährlich. Ich habe hier eine Absaugung, habe trotzdem so einen leichten Zinkgeschmack im Mund. Sehr unangenehm, sehr, sehr ungesund. Also da würde ich lieber auf andere Varianten zurückgreifen. So ein Tisch, ich finde den wirklich nicht schlecht. Wenn ich hier diese Magneten sehe, okay, sind nicht die mit der größten Haltekraft, aber sind auch ausreichend für die meisten Aufgaben. Die Rollen finde ich, wie gesagt, schön, habe ich jetzt schon 5-mal gesagt. Die Positionierung des Schweißgerätes seitlich oder so, das macht alles einen sehr, sehr guten Eindruck. Manko ist hier wirklich die Tischplatte. Die müsste man verstärken von unten, dass man unten noch ein paar Winkel zusätzlich reinzieht. Das wäre eine Option. Oder halt, dass man auf eine ganz andere Konstruktion setzt. Ich würde hier grundlegend keine Platte nehmen. Das wäre sicherlich zu schwer, zu viel Material. Ich würde hier eine Art Schweißtisch draufsetzen oder eine Oberfläche draufsetzen wie mein 50€ Schweißtisch. Also ganz normal eine Variante aus Vierkantrohr. Das könnte auch Vierkantrohr in 1,5 mm sein. Könnte man hier einfach draufbauen. Ich habe schon überlegt, ob ich den Tisch umbaue. Ich weiß nicht, eigentlich ist er so verzogen, müsste man eigentlich zurückschicken, sagen von wegen, der ist nicht geeignet. Es wäre natürlich auch spannend, daraus ein Projekt zu machen, dass man kurz daraus, ich brauche ungefähr 25-30 €, wirklich einen perfekten Schweißtisch macht. Wenn euch das interessiert, können wir den natürlich zusammen als Projekt auf die Schnelle umbauen. Kann ich euch zeigen, wie einfach das ist. Ich habe eben schon geguckt, das Material habe ich sogar da und habe das kurz durchkalkuliert. Ungefähr 25-30 €, dann wäre das ein sahnemäßiger Schweißtisch. Das kann ich euch garantieren. Dann wäre das die fahrbare Variante von dem Tisch. Da muss man aber sagen, wenn man sich dann sowas kaufen würde, dann könnte man es auch gleich vernünftig selber in allen Varianten bauen. So ist der Tisch aus meiner Sicht eher ungeeignet. Eher wirklich ungeeignet und man hat das jetzt objektiv gesehen, wie es hier funktioniert beim Schweißen. Das waren jetzt keine massiven Schweißaufgaben. Das wäre alles kein Problem für den Tisch hier. Ich bin da ein Riesenfan seit Jahren und wenn ich nicht so eine Schweißwerkstatt hätte und hier YouTube-Videos machen würde, ich würde immer noch ganz einfach mit so einem Schweißtisch arbeiten, weil die sind einfach perfekt. Das Video verlinke ich hier am Ende auch nochmal. Wie gesagt, wenn der Umbau kommen soll, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ich so 20 Kommentare habe, dass sich ein paar Leute dafür interessieren,
baue ich den um und dann können Lidl, Güde, Scheppach und wer den nicht alles verkauft, mal sehen, wie ein vernünftiger Schweißtisch auszusehen hat. Ansonsten möchte ich euch natürlich dazu motivieren, euch so einen 50 € Schweißtisch selber zu bauen. Das kriegt wirklich jeder hin. Das könnten wir hier bei so einem Projekt natürlich auch mal ganz einfach mit einem Akkubohrer und mit Fülldraht machen, dass man sieht, dass das wirklich jeder hinbekommt. Eine tolle Alternative ist natürlich auch so ein Bausatz von Schweißtisch hier. Den habe ich seit Jahren, bin ich sehr zufrieden, ist natürlich ein bisschen teurer, ist man ungefähr 500 € los, aber das ist natürlich wirklich was für die Ewigkeit. Verlinke ich alles im Profil. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Schweißen, euer Manni.